Gude, Benny hier vom Fan-Treff Waldstadion und heute haben wir zu Gast Fußball 2000. Ja, guten Tag. Die Sonne scheint. Gestern auch in Koblenz war ein geiles, entspanntes Auftaktspiel im DFB-Pokal. Aber es geht jetzt weiter. Die Eintracht spielt hier, beziehungsweise da hinten, gegen Bremen. Wir müssen natürlich über Torhüter sprechen. Wir müssen natürlich über die Neuzugänge sprechen. Das Ganze machen wir mit Marvin, Christopher Michel Official. Und einer von den Assis mit Herz ist auch dabei, weil am Donnerstag, Fußball 2000 live, da werden wir euch die exklusive Saisonprognose mit Tabellenplatz geben. Also es gibt noch ein paar Restkarten. Lasst Likes da, macht dies, macht das und holt euch euer Bier vom Spiel am Fan-Treff. Bam. Bis nächste Woche. Fußball 2000, wir sind wieder da und wir melden uns zurück nach dem ersten Pflichtspielsieg diese Saison. Es fängt gut an, es war ein Träumchen und du warst sogar vor Ort. Basti, 5:0 im DFB-Pokal. Jetzt geht alles. Weiß ich nicht ganz genau, aber es war, glaube ich, genau so ein Tag, wie man sich ihn gewünscht hat. Ja. Es war geiles Wetter, es war ein geiles, altes Stadion. Die Stimmung war freundlich, es gab keinen Stress. Es war alles ganz gut. Auf dem Platz gab es auch keinen Stress. Bisschen holprige Anfangsphase, vielleicht die erste halbe Stunde, dann kurz vor der Halbzeit das Spiel quasi entschieden. Viele neue Spieler gesehen, die direkt auch geliefert haben mit Doan zum Beispiel. Also es war ein wunderschöner Tag. Wie du es gesagt hast, der einzige Schönheitsfehler war das hier. Das ist ein Schönheitsfehler. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie Basti seine vielen Verletzungen wahrscheinlich kurieren kann. Keine Ahnung, du musst uns gleich nochmal erläutern, was hast du genau? Was ist das genau? Ich habe Muskelfaserriss in der Wade beim Aufwärmen. Beim Aufwärmen, das passiert. Keine Minute gespielt. Nur den Besten. Wem das zum Glück beim Aufwärmen nicht passiert, das ist unter anderem der Kollege Doan. Wir haben ja jetzt eben schon mal in den Highlights über das Spiel gesprochen, aber einer der absoluten Highlights war tatsächlich Doan, bei dem wir gleich gedacht haben, meine Güte, spielt er wirklich erst seit 10 Tagen da oder ist er eigentlich schon seit 2 Jahren hier, oder? Toller Spieler. Also, das hat Spaß gemacht, diese Spielfreude bei ihm. Gleich auch so die Doppelpässe gesucht mit Christensen. In der 5. Minute steckt er den gleich durch, wo du so merkst, da herrscht so eine Harmonie. Usun und er haben sich gesucht, Chaby und er haben sich gesucht. Also, ich meine, das Tor, wo Usun den Chipball. Wow, schönes 2-0. Das ist halt einfach, da siehst du, da verstehen sich zwei Jungs sofort fußballerisch. Ja, das muss man sagen, du hast es angesprochen, du mit Usun, Chaby, du hast das Gefühl, geil. Zack, da läuft die Kille. Spielplatz zusammen. Und was halt eine Waffe ist von Doan, eine große Stärke ist dieser linke Fuß. Ja. Also auch dieses Tor zum 13:0, kurzer Haken, ab ins lange Eck, er visiert es an, er kann das einfach und der wird der Eintracht, wenn der fit bleibt, Freude bereiten. Es ist schon krass, wie schnell er jetzt eigentlich schon angekommen ist. Na klar, es ist jetzt ein Spiel gegen einen unterklassigen Verein. Trotzdem musst du auch erstmal diese Hürde nehmen, denn ich weiß nicht, du bist auch schon lange Eintracht-Fan und du weißt ja, wie es ist. Erste Runde DFB-Pokal, es kann immer sein, scheiße, bin ich Teil der Blamage. Ja. Aber die Eintracht war es nicht. Und mit einem, in meinen Augen, echt guten Spiel. Wer hat dir noch gut gefallen? Wir haben jetzt natürlich ein paar, mit Burkhardt haben wir natürlich auch wieder einen mega Neuzugang, Doan. Aber ich erwähne ihn ganz gerne, ist Larsson. Für mich halt einfach ein Stabilisator, muss man einfach sagen. Jetzt war ja Shelby auch auf der 6 so ein bisschen zurückgezogen. Also wird jetzt so ein bisschen ausprobiert, was ich gut finde. Aber für mich ist halt einfach Larsson in dem Alter so ein Stabilisator auf dem Platz. Von ihm wird jetzt vielleicht ein bisschen weniger geredet, aber ich fand einfach auch seine Blicke, seine Pässe, ganz stabil nach hinten gearbeitet. Klar hat man jetzt so ein bisschen auch den Fokus auf Koch als Kapitän jetzt neuer. Aber ich finde einfach Larsson war für mich wieder sehr solide und stark. Ja, ist auf jeden Fall ein Spieler, über den man immer sprechen kann. Larsson, vielleicht der nächste Topverkauf für die Frankfurter Eintracht, wo, glaube ich, schon die Ziele hingehen 2026. Ja. Dieses Jahr bleibt er aber noch bei uns und bleibt uns erhalten. Aber man ist eigentlich schon froh. Ich muss sagen, einem schönen Sonntag, DFB-Pokal, und wir blamieren uns nicht. Da ist schon bei mir alles gewonnen. Da muss ich sagen, hey, einfach, natürlich war es am Anfang so. Engers hat aber auch gut dagegen gehalten. Die waren schon motiviert, das muss man schon sagen, oder? Engers hat da alles reingeworfen, das Herz auf den Platz gelassen, wie man so schön sagt. Alter, eine Phrase nach der anderen. Ja, aber so war es halt nun mal. Das war halt, die haben mit Mann und Maus die nächste Phase verteidigt. Also ich fülle hier heute das Phrasenschwein. Ja, ich sehe schon. Aber sie hatten auch die erste große Chance, darf man trotzdem auch nicht vergessen. Das war am Anfang, da kannst du auch mal 1-0 hinten liegen und dann sieht man, was für eine Zitterpartie sowas geben kann. Hamburg, Köln, die sich dann in letzter Sekunde retten. Das ist der Eintracht erspart geblieben. Aber mit dem 1-0 war dann
war dann auch klar, wohin das geht. Und der Doppelschlag, hat der Bastian noch richtig gesagt. Dann war es in der zweiten Halbzeit wirklich dieser Sommerkick, wo du entspannt die Stimmung auch mal aufsaugen konntest. Die Eintracht-Fans haben ja auch mit dem Trikot an einem der Flutlichtmasten, haben sie auch noch das Stadion erobert. Also das hatte schon schöne Nebengeschichten, das Spiel. Aber es hat auch sportlich, wie ich finde, einige spannende Erkenntnisse hervorgebracht. Und eine davon ist, der Fußball der Eintracht wird sich verändern. Dass du hast jetzt vorne nicht mehr die beiden Zauberkünstler Hecki und Mamouche, die alleine so ein Ding auch mal gewinnen, sondern es wird jetzt noch mehr über diese mannschaftliche Geschlossenheit kommen und deshalb ist es umso wichtiger, dass diese ganzen Rädchen jetzt schnell ineinander greifen. Ja, und von den Rädchen, die ineinander greifen, muss man auch sagen, dass dann beispielsweise gab es ein paar Wechsel, wo du gedacht hast, okay, es ist doch gut, dass die auch diese Einsatzzeit bekommen und die bieten sich dann durchaus an. Wir müssen über das erste Pflichtspieltor von Wahi sprechen. Wie schön ist es? Ja, niemand spricht darüber, das ist auch okay. Aber ich glaube, es ist einfach für die Moral oder auch für seinen Kopf gar nicht so verkehrt, dass er da jetzt erstmal in die Saison gleitet und schon mal ein Pflichtspieltor gemacht hat. Ja, nicht nur wegen dem Tor. Ich finde, dass du ihm angemerkt hast, dass er nicht mehr so auf den Boden geguckt hat und so isoliert gewirkt hat, so wie das vielleicht vorher ein bisschen war. Wo aber auch so ein bisschen übertriebene Stimmen dann laut geworden sind. Also ich glaube, dass das Trainingslager ihm gut getan hat. Und ich finde, dass man Wahi angesehen hat, dass er noch Weg vor sich hat, aber dass er Bock hat. So, der war in vielen Aktionen involviert, dann hat mal was nicht geklappt, dann hat er daneben geschossen. Aber zumindest war er aktiv, das fand ich geil. Das Tor würde ich ihm auch zurechnen, weil der Ball jetzt nicht entscheidend abgefälscht wurde. Dann war sein Tor. Das war sein Tor, dann legt er noch einen auf. Ist nach dem Spiel gut drauf. War auch sehr respektvoll gegenüber den Engers-Spielern. Er ist direkt zu den Engers-Spielern gegangen, hat irgendwie ein Gespür dafür gehabt, was das diesen Spielern bedeutet. Also, er wirkte offen. Ich glaube, das ist für mich die wichtigste Erkenntnis. So, es gibt ja immer Spieler, wo du das Gefühl hast, die grübeln so ein bisschen mit sich. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen was hat sich in ihm gelöst. Hat noch einen Weg zu gehen, aber ich freue mich über jede gelungene Aktion von Wow. Ich auch. Ich freue mich auch. Genau. Zu Aronson rüber. Genau. Und wie der sich für den Aronson, also diese Freude allein schon, dann hängt er sich da an den Hals und freut sich, da merkt man halt, wie der Basti schon sagt, der ist einfach anders jetzt auf dem Platz und auch wahrscheinlich in der Mannschaft integriert. Definitiv. Also ich glaube, das sind wirklich positive Aspekte. Du hast eben Johnny schon angesprochen, ne? Da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Habt ihr schon der kritische Stimmen gehört? Hier. Ja. Was denkst du, der virtuelle Sack wird voll? Nee, aber es ist tatsächlich so, weil man auch sagen muss, Johnny Burkhardt hat ja sich ja trotzdem gut ins Spiel integriert, hat kein Tor selber gemacht, aber liebe Leute, cool down, einfach ein bisschen relaxed bleiben. Der wird noch seine Tore machen, aber was du auch gerade gesagt hast, ist ja ganz relevant, denn am Ende ist es halt so, dass sich nicht nur alles auf ein Zielspieler konzentrieren wird, sondern das wird der Gesamtverbund. Und wir haben es ja gesehen, Bahoja war der Erste, der getroffen hat, mit Ritz Doan war es der Zweite, der getroffen hat. Und wir haben halt gemerkt, okay, aber beispielsweise war es auch so, dass Burkhardt ja auch für die anderen auch alle mitgearbeitet hat. Also dieser Offensivverbund im Dreigestirn, das kann sehr, sehr spannend werden, aber es wird nicht nur auf diese Einzelpersonen fokussiert sein, definitiv nicht. Absolut. Und ich möchte auch zu Wahi sagen, was mir jetzt mal gut getan hat in den letzten Testspielen und auch das Spiel, ich konnte jetzt mal kennenlernen, was das für ein Spieler ist. Weißt du, ich kannte es bislang aus den YouTube-Videos, wie jeder andere. Das erste halbe Jahr konntest du diese Fantasie in meinen Augen einfach nicht entwickeln. Aber jetzt weiß man einfach, dass Wahi wird nicht dieser 1:1 Spieler, der da im 1-gegen-1 mit Übersteiger und technischem Tralala kommt, aber das ist ein sehr geradliniger Spieler. Es ist ein schneller Spieler, hat man auch wieder bei der Vorlage gesehen. Und so muss die Eintracht ihn einsetzen. Wer jetzt hofft, ihm den Ball zu geben, dass er ähnlich wie Ekitike oder Mamouche 2-3 Leute ausspielt und aus 20 Metern in den Winkel des Leder, damit wird man ihm Unrecht tun. Wenn man es aber schafft, diese Qualität von ihm in diesen Verbund einzusetzen, dann bin ich inzwischen auch der Meinung, dass er der Eintracht helfen kann. Aber das jetzt gestern war für ihn ein wichtiger Schritt, aber nur ein kleiner, hoffentlich dann bei der Weiterentwicklung. Es wird ein kleiner Schritt gewesen sein. Ich glaube, die Weiterentwicklung geht auf jeden Fall weiter. Für uns ist es jetzt erstmal gut, die erste Hürde jetzt richtig relaxed genommen zu haben. Komplett unproblematisch. Grüße nach Engers, verletzungsfrei. Wie gesagt, aber es ist trotzdem auch schön zu sehen, dass es ein schönes Aufeinandertreffen war, weil du hast in der ersten Pokalrunde auch viele Situationen gehabt, über die man kritischer sprechen muss, wo ich dann auch mit Fans unterklassiger Vereine auch Negatives gehört habe. Insofern können wir froh sein. Engers und die Eintracht, das hat auf
jeden Fall super gepasst. Wir gehen in die zweite Runde. Wir haben aber jetzt schon einige Spieler gesehen, die vielleicht einigermaßen überraschend auf dem Feld waren, wie Nkunku, die sich auch erst ein bisschen anpassen müssen wieder in den Wettkampfmodus zurückkehren müssen, wie Collins, bei dem ich noch ein bisschen gedankliche Frische fehlt mir so ein bisschen. Müssen wir mal gucken, das hat sich ja auch bei den Testspielen schon gezeigt, zieht sich da jetzt weiter. Und ein Spieler, der auf dem Platz war, den wir sonst gar nicht so häufig sehen, aber das hängt wegen einer Personalie zusammen, über die wir jetzt ganz genau sprechen müssen. Denn jetzt war kurz Jens Grahl mal im Tor, aber ich sage mal so, schön, es tut mir wirklich leid, wie du wie so ein alter Mann dich hier rumbeugen musst. Ja? Das hat nichts mit meiner Verletzung zu tun. Das hätte ich auch mit normalen Beinen nicht anders machen können. Ja, das ist hier der Podcast für Alte und Gebrechliche, aber deswegen... Naja, gut, zum Glück ist unsere Zielgruppenanalyse noch ein bisschen anders. Aber reden wir über den, ja, wie soll ich sagen, den Elefanten, den Kevin Trapp im Raum. Denn es ist ja so, liebe Leute, ihr habt es die letzten Tage schon gehört, ihr habt die wunderbare Reaktion ja selber gemacht auf das Gerücht, was dann rumgegangen ist. Kevin Trapp wird die Eintracht aller Voraussicht nach verlassen. Ich glaube, das ist jetzt schon ziemlich sicher. Und das hat jetzt ganz kurz dazu geführt, dass Jens Grahl im Tor war. Aber perspektivisch wird das eine andere Sache sein. Aber wir müssen mal ganz kurz über Kevin Trapp sprechen. Und ich will dich fragen, Kevin Trapp, was bedeutet dieser Spieler für dich? Vereinsikone. Bitte? Vereinsikone. Ja, auf jeden Fall. Also was er geleistet hat, brauchen wir nicht drüber reden. 22. Ja, auch davor schon. Und einfach dieser Leader halt einfach, der dann vorangegangen ist über Jahre hinweg. Ja. Ja. Den Weg wieder zu uns gefunden hat. Ja. Also erstmal weg gewesen. Sprichst du gut an. Ja. Hat ja auch ist in große Fußstapfen getreten mit unserem ewigen Ocker. Hat sich dann aber auch wirklich super eingefunden, ist dann erstmal weg gewesen und dann den Weg wieder zurückgefunden und dann ging es ja wirklich steil bergauf. Ja, also man muss ja wirklich sagen, Kevin Trapp seit 2012 bei der Eintracht gewesen, von Kaiserslautern gekommen, damals als große Torwarthoffnung in den U-Nationalmannschaften schon unterwegs gewesen, hat sich direkt gut eingefügt, ist dann auch mittlerweile, ist ja zwischenzeitlich zu einem der teuersten Verkäufe für die Eintracht geworden. Das ist jetzt mittlerweile schon superseded. Wir haben ganz andere Verkäufe getätigt, aber dass der, ich glaube, roundabout 9 Millionen, der in der Eintracht eingebracht hat, war zu der Zeit ja auch auf jeden Fall eine krasse Nummer. In der Zeit ist er dann zum Nationalspieler geworden. Ich glaube, das ist in seiner Paris-Zeit dann wirklich passiert. Dann ist er wieder zurückgekehrt. Ja, in der Situation, bei der es schwierig auch für einige Leute war, weil wir hatten ja die Situation mit Radetzky. Radetzky ist ja dann auch weggegangen. Dann war Renault dann die neue Nummer 1 und dann hast du gedacht, kann er es nicht? Und dann kam für ihn Kevin Trapp. Hat man auch gedacht, für Renault auch eine schwierige Situation, der ja jetzt auch einen guten Weg bestritten hat, wo wir froh sein konnten. Aber am Ende muss man ja sagen, war diese Verpflichtung, diese Neuverpflichtung, dass er dann wieder zurückgekommen ist, auch ein Weg wirklich, der uns dann zum Europacup geführt hat, weil Europacup-Held, das muss man ja ganz klar sagen, er ist einer der letzten Legenden. Es sind gar nicht mehr so viele Spieler aus dem Kader von 2022 bei uns aktuell da. Das muss man sich auch vergegenwärtigen. Und für mich ist Kevin Trapp untrennbar verbunden mit diesem Pokalerfolg. Ja, du hast schon gesagt, es ist eine Vereinslegende und deswegen tut's auch so weh, wenn er so kurzfristig geht. Natürlich hat sich das alles angedeutet und natürlich wusste man, dass die Möglichkeit besteht, dass dann Wechsel im Tor stattfindet. Das wurde ja auch über diverse Berichte dann so ein bisschen lanciert, dass eventuell jetzt im Sommer die Ablösung bevorsteht. Dann gab's die Verletzungen, dann gab's wieder einen Rückzieher. Also es gab schon sehr viel hin und her, wo du auch das Gefühl hattest, das Verhältnis Kevin Trapp und Eintracht Frankfurt ist jetzt nicht komplett entspannt, sondern es gab Überlegungen von ihm zu sagen, okay, will ich mich auf die Bank setzen, kann die Eintracht sich das überhaupt leisten? Also es gab für und wider, aber das mal alles beiseite geschoben, muss man einfach sagen, dass eine absolute Legende diesen Verein verlässt. Völlig. Von der Europapokalmannschaft, auch vorher schon, der kam zu einer Zeit zur Eintracht, wo er wahrscheinlich sogar zu gut für die Eintracht war, sondern der kam nur aus alter Verbundenheit zurück. Dann ist er mit der Eintracht nochmal gewachsen, die Eintracht ist mitgewachsen. Das ist das Gefühl, dass mit dem Peak Europapokalsieg. Deswegen, dieses ganze Tagesgeschäftliche, was man da jetzt besprechen kann, was wir auch besprechen werden, rausgerechnet, kann man einfach nur sagen, danke Kevin Trapp, weil es ist im Endeffekt eine absolute Legende auf und neben dem Platz, der diesen Laden auch mit zusammengehalten hat in schwierigen Zeiten. Ja. Weil wir dürfen bei aller Entwicklung der Eintracht nie vergessen, was hatten wir für dramatische Sachen? Kovac geht, Bobic geht, Hütter geht, der geht, hier geht. Du hast immer gedacht, der Hype ist over. Du hast immer gedacht, der Hype ist over. Und er war einer derjenigen, zusammen mit Hasebe, zusammen mit Rode, die diesen Laden mit zusammengehalten haben und geguckt haben, dass die Eintracht immer in den richtigen Fahrwassern bleibt und der auch, ja, so gezeigt hat, dass wir Identifikationsfiguren haben, denen der Verein wichtig ist. Das hast du nicht bei jedem Spieler, der hier mal vielleicht 1,5 Jahre ist und dann weitergeht, sondern du hast einfach irgendwie Spieler gehabt, wo du wusstest, okay, dem liegt was an dem Verein. Und das konnte man spüren und man hat die Liebe auch zurückgegeben, man hat sie zurückbekommen. Also
ja, wie ich es auf dem Balkon mit der Reaction mit Reich schon gesagt habe, als ich das gehört habe, hätte ich fast heulen können. Aber ich bin natürlich jetzt auch nicht naiv, dass das tagesgeschäftliche Argumente. Ja, aber wir reden ja jetzt mal ganz kurz auch mal über Kevin Trapp. Das ist auch vollkommen okay. Ich glaube, wir müssen diese Zeit auch einfach einräumen. Denn, wie gesagt, ich habe ja früher immer gesagt, Kevin Trapp strahlt Sicherheit aus. In einem unschlagbaren Kevin Trapp. Kevin Trapp hat ein super Spiel gemacht, muss man sagen. Also hat wirklich die Dinger rausgeholt. Ich finde, Kevin Trapp hat auch wieder erneut ein richtig gutes Spiel gemacht. Der Lieblingsspieler von Marvin Mendel. Kevin Trapp, Kevin Trapp. Bis auf Kevin Trapp hat keiner Normalform erreicht. Müssen wir mal für Kevin Trapp klatschen. Kevin Trapp, er strahlt Sicherheit aus. Das ist doch etwas, was er der Mannschaft auf jeden Fall gibt. Aber es ist ja nicht nur so, dass Kevin Trapp Sicherheit ausgestrahlt hat, sondern wir müssen überlegen, du hast eben kurz angesprochen. Du hast gesagt, von Oka Nikolov hin zu Kevin Trapp. Ehrlich gesagt ist ja immer ein bisschen Geschichtsklittung auch dabei. Aber ehrlich gesagt war der Wechsel von Kevin Trapp zur Eintracht ein kleiner Quantensprung damals schon. In einer Zeit, in der die Eintracht gar nicht so großartig Sprünge gehen konnte. Weil es war klar, dass es ein Spieler mit einer großen Entwicklungspotenzial ist, der potenziell auch mal Nationalmannschaft spielen könnte. Ja. Und diese Position des Torhüters, die war natürlich auf Länge besetzt, aber nicht auf dauerhafte Überqualität. Und das war zum ersten Mal ein Spieler, der der Mannschaft auch eine neue Qualität gebracht hat, wo ich das Gefühl gehabt habe, okay, hier kann tatsächlich was Neues passieren. Also dementsprechend finde ich es eine krasse Nummer und ich freue mich, dass er so lang insgesamt mit 3 Jahren Auszeit in Paris, jetzt aber trotzdem irgendwie, im Endeffekt waren es jetzt 13 Jahre, wenn du es abziehst, wären es dann 10 Jahre bei der Eintracht gewesen, roundabout 383 Pflichtspiele gemacht. Also das ist eine ganze Menge, da zeigen wir auch, der war auch zuletzt ein Kapitän, war auch Kapitän zu Recht, weil er natürlich auch der Mannschaft sehr viel gegeben hat. Für mich eine krasse Nummer. Kurze Applausminute für Kevin. Hat er verdient. Trotzdem müssen wir jetzt diese emotionale Ebene ist vollkommen richtig und das hat man auch am Mittwoch bei Familien. Bevor wir die emotionale Ebene abschließen, was ich mir schon wünschen würde, dass er noch einen Moment bekommt. Ja, definitiv. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Dass er in irgendeiner Art und Weise sich vielleicht die Wege nochmal kreuzen, ob es in einem Freundschaftsspiel ist, ob er vielleicht irgendwie mal, selbst wenn er eine Verletzung hat, dass er mal hier zu Gast ist, dass man einfach, dass Kevin Trapp seinen Moment vor der Kurve bekommt. Vielleicht kann man das irgendwie... Vielleicht geht sowas, ja, ich glaube, Paris FC spielt keine Champions League, vielleicht geht ja sowas im Rahmen des ersten Champions League heimspielt. Sowas, dass man das oder Gefühl man hat das Gefühl, Moment. er bekommt noch einen Moment wie damals bei seinem ersten Abschied, wo er ja auch mit Blumenstrauß verabschiedet wurde. Das nicht nur, das ist kein Obligat, das ist Pflicht. Das ist ein Pflichtprogramm, den Fans nochmal einen Moment mit Kevin Trapp zu würdigen, zu geben. Und trotzdem, diese emotionale Ebene ist total wichtig, auch bei der ganzen Betrachtung. Aber jetzt noch die rationale Ebene, finde ich, hat Kevin Trapp, und das zeichnet ihn und seine Karriere auch aus, den absolut perfekten Zeitpunkt erwischt, um diesen Schritt zu gehen in meinen Augen. Weil, Basti sagte schon, da waren ja schon Konfliktpotenziale. Stichwort Konkurrenzkampf Torwart, Santos gegen Trapp, Stichwort Kapitän, jetzt auch Robin Koch. Und was man jetzt so ein bisschen raushört, ist, wäre es wohl auch so und so geworden, auch wenn Kevin Trapp geblieben wäre. Und wie hätte Umfeld und Medienumfeld, wie wäre man damit umgegangen, wenn Kevin Trapp auf der Bank gesessen hätte und Sandro Scheidt auch mal seinen ersten Fehler gemacht hat oder seinen zweiten? Wie schnell wäre dann Unruhe da? Also auch da hat Kevin Trapp, glaube ich, einen guten Zeitpunkt erwischt, einfach für sich zu sagen, mit diesem Wechsel, erstens geht er völlig erhobenen Hauptes als der Mann, der auch dafür gesorgt hat, dass man jetzt in der Champions League dabei ist, weil er im Endspurt einfach nochmal sehr wichtig war. Und er geht jetzt in einen Moment, wo er jederzeit zurückkommen kann mit Applaus, wirklich als eine echte Vereinslegende. Und ich finde einfach, das zeichnet Kevin Trapps Karriere bei Eintracht Frankfurt total ab, dass er nach genau 10 Jahren, die er insgesamt dann da war, irgendwie auch da den perfekten Zeitpunkt findet und jetzt irgendwie damit sorgt, dass es zumindest dahingehend einen entspannten Übergang geben kann, ohne dass es die ganze Zeit Gezacker gibt. Kevin Trapp auf der Bank, Kevin Trapp hier, Kevin Trapp dort. Ja. Und es ist natürlich einer der Topverdiener, den du auch nicht so einfach auf die Bank hättest setzen können, auch aus vereinspolitischer Sicht. Ja, da sprichst du viele Punkte an. Ich glaube, was ganz klar sein muss, und ich glaube, das kommt in der Diskussion, verwischt es auch oft, weil ich jetzt schon gelesen habe, oh, der geht jetzt wegen dem großen Geld woanders hin. Ich glaube, das muss man tatsächlich ein bisschen anders einordnen. Das ist für mich ein großer Fehler, dass jetzt gesagt, oh ja, der geht jetzt wegen Geld dahin und ja, die haben ja viel Geld, Paris FC. Das ist der Ausweg und das ist der optimale Ausweg. Es ist auch der optimale Ausweg. Das heißt, weil er noch einen 3-Jahres-Vertrag bekommt,
bei dem man sagen kann, guck mal, bis 38 bekommt er wahrscheinlich ein gutes Gehalt. Aber das ist nicht der erste Grund. Ja? Der erste Grund liegt ein bisschen darin begründet, was du sagst, auf jeden Fall, dass es einen Zweikampf gegeben hätte. Ja? Und das ist auch, und das und ist ich natürlich weiß nicht, wie offen psychologisch. Der wäre. Ja, und das ist auch psychologisch trotzdem ja auch klar, wenn du sagst, Santos ist meine Nummer 1, dann kommt auch immer wieder die Gerüchte. Das kann auch jeder verstehen. Deswegen ist so. Even Playing Field, ja, wo er da nicht mit dabei ist, diese Gerüchte gar nicht kommen können, weil dann ist es ja klar, ist auch logisch, ist auch vielleicht besser für Santos am Ende, ne? Ja. Auch wenn er Santos wird wahrscheinlich auch ein bisschen traurig sein, dass er Kevin Trapp nicht mehr hat, weil die, glaube ich, ganz gut zusammengearbeitet haben. Ganz gut, ja, auch verstanden. Genau, und natürlich ist dann die finanzielle Komponente auch für die Eintracht so ein Thema, ne? Ja. Da gebe ich dir auch recht, Topverdiener, wobei wir da dann noch gleich über den potenziellen Neuzugang sprechen müssen. Da will ich nämlich von euch dann noch wissen, inwiefern das dann so zusammenpasst. Aber siehst du das auch? Ist es für dich logisch oder ist es für dich jetzt, wo du sagst, da hast du Irritationsmomente? Nee, gar nicht. Also wir hatten ja jetzt einmal die emotionale Ebene von Basti, dann einmal die eher rationale, wirtschaftliche Ebene von der Eintracht. Aber dann kommt ja nochmal die Komponente von Kevin Trapp selber auf der emotionalen Ebene. Seine Frau lebt ja in Paris. Er hat ja noch eine Wohnung in Paris. Und von daher ist schon diese Zusammenmischung aus allem jetzt. Man hat die Chance, in Paris nochmal zu spielen, kriegt einen 3-Jahres-Vertrag, denke ich auch nochmal ein üppiges Gehalt. Und du bist aber dann auch wieder näher bei deiner Frau. Das war ja auch immer so ein bisschen, stand ja im Raum, ja, dass da so ein bisschen der Zug da war. Hier, wie sieht's denn aus? Also ich bin ja ganz glücklich in Frankfurt, ja, also jetzt auf seine Frau bezogen. Aber klar hat man seinen Lebensmittelpunkt irgendwie in Paris gehabt. So, wenn ich das richtig verstanden hatte, ja. Aber es ist tatsächlich, er war ja relativ viel hier. Das will ich auch nochmal ganz klar sagen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil am Ende ist es auch so, ist ja auch jemand, der die Stadt gelebt hat. Ne? Bei uns jetzt? Kevin Trapp ich meine Kevin Trapp auf jeden Fall. Kevin Trapp auf jeden Fall. Ich will nicht darüber reden. Ich meine, wir haben es gerade gesagt, Vereinsikone, der liebt den Verein, der hat so viel Liebe dem Verein, der Stadt gegeben und alles. Aber dann hast du ja trotzdem nochmal diese emotionale Ebene. Also, ich meine, wir sind immer noch Menschen. Ja. Er ist jetzt auch viele Jahre mit seiner Partnerin zusammen. Wenn die Deutsche Bahn nicht so regelmäßig nach Paris fährt und du viel länger brauchst, ja, liebe Leute, vielleicht ist die Deutsche Bahn schuld. Schreibt mal in die Kommentare. Genau. Das die Deutsche Bahn. Ja. War es die Deutsche Bahn, ob er nicht hier hätte bleiben können. Ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Im Prinzip, klar kommt dann irgendwann das Alter, wo du dann auch sagst, hier, vielleicht möchtest du die nächste Ebene auch emotional mit deiner Beziehung. Und dann sagt er, ey, es passt jetzt alles zusammen. Ja. Du kriegst das Angebot aus Paris, du hast da deine Frau, die in Paris lebt und nimm das jetzt nochmal gerne mit und es sei ihm gegönnt. Also da würde ich gerne mal kurz reingehen, weil all das, was ihr besprecht, sind gute Gründe. Das musst du machen, in dem Alter nochmal so einen Vertrag abzugreifen, dann ist es noch Paris. Also da sind viele Checkmarks gegeben, wo du sagst, okay, das macht Sinn. Aber die Eintracht hat auch ihren Teil an dieser Entscheidung beigetragen, dass sie sich festgelegt hat scheinbar, dass Santos im Sommer die Nummer 1 ist. Dann wurde er verletzt, dann musste man das Ganze ein bisschen verschieben, dann wurde er jetzt trotzdem schneller wieder fit. Das heißt, ich glaube, die Eintracht hat mit ihrer Entscheidung, die ich so vernommen habe, dass Santos ab Sommer die Nummer 1 ist, auch dazu beigetragen, dass Kevin Trapp vielleicht überhaupt erst so offen für diese Dinge ist. Ja. Also es ist, glaube ich, keine einzelne Entscheidung gewesen, sondern da ist ein Zusammenspiel gewesen aus verschiedenen Entscheidungsträgern, aus verschiedenen Interessen, was dann am Ende jetzt dazu geführt hat, dass man sagt, okay, wir gehen dieses Risiko. Und das will ich auch nochmal sagen, das ist ein Risiko, was die Eintracht geht. Wir gehen dieses Risiko ein mit einem, der aus einer Kreuzbandverletzung kommt, der jetzt die neue Nummer 1 werden soll, der aber auch erst 14 Spiele, glaube ich, für die Eintracht gemacht hat. Wir gehen mit ihm als sicherer Nummer 1. Wir wollen diesen Gamble eingehen, weil wir uns hoffen, dass der mal 60 Millionen Euro wert ist, so wie ich es gelesen habe. Holen jetzt etc. dazu. Also das ist trotzdem auch eine Entscheidung, die die Eintracht mitgetroffen hat. Ich glaube nicht, dass die Eintracht da stand, Arme nach oben gemacht hat und gesagt hat, boah, das konnten wir so nicht absehen, das ist ja sondern genau der Punkt, das habe ich ja vorhin auch sondern das ist eine Entscheidung und das ist wahrscheinlich sogar sportlich gesehen eine richtige Entscheidung, zukunftsmäßig gesehen auch die richtige Entscheidung. Aber ich will es nur noch mal sagen, das ist ein gewisses Risiko, was die Eintracht eingeht, aber ich hoffe mal, dass es belohnt wird. Ich hoffe ich auch, aber trotzdem ist es wichtig zu sagen, dass es eine Entscheidung ist, die viele Variablen bereithält und auch Möglichkeiten. Das Ding ist, wir müssen Dinge aushalten. Genau. Und für alle Leute, die jetzt so auch im letzten Jahr schon geschrien haben, Santos auf die 1, Santos auf die 1. Ihr werdet in eine Phase kommen, in der Santos 10 ungute Spiele macht. Ja, und da muss man zu ihm halten. Man braucht auch nicht so zu tun, als wenn man... Das ist aber natürlich gut, genau, du hast recht, aber dann ist natürlich gut, dass ein Kevin Trapp nicht da ist, weil dann die Gerüchte wieder kommen würden, ne? Und dann, weil dann wäre so, oh ja gut, dann müssen wir doch wieder den Weg zurückgehen und dann entsteht ein Druck. Der Druck ist weniger dadurch, dass er dann nicht mehr da ist, ne? Aber er ist trotzdem da, weil der Name etc. ist gerade gefallen, um auch mal und damit dieses Risiko, wovon Basti spricht, reduzierst du damit schon ein bisschen. Weil mit etc. holst du erstmal einen grundsoliden neuen Torwart. Ich sage jetzt gar nicht Nummer 1 oder 2, du holst dir erstmal einen grundsoliden neuen Torwart, der seit 2 Jahren Stammkeeper war bei Werder Bremen. Hat Pavlenka abgelöst. Hat Pavlenka auch kein schlechter Torwart gewesen. Nee. Also einer, der die Eintracht auch oft geärgert hat, der Pavlenka.
Du holst erstmal eine grundsolide Nummer da aus Bremen, einen, der bei fast jedem Premier League Verein als Backup auf der Liste stand eine Zeit lang. Fußballerisch stärker als Kevin Trapp, dafür natürlich von Erfahrung und Ausstrahlung her kein Kevin Trapp. Aber deshalb, ich finde, das Risiko wird sportlich gesehen schon abgefangen. Aber was natürlich mit Kevin Trapp wegfällt, das hat auch Jens Kral gestern gesagt, der spricht ja gefühlt 40 Sprachen. Ja. Das ist schon nochmal eine Sache, die finde ich, deshalb ist es für mich vor allem das Riskante. Es ist gar nicht mal jetzt das Torwartspiel an und für sich, sondern dieser Klebstoff in der Kabine, der ja Kevin Trapp durchaus war. Ja. Aber vielleicht wächst da dann wieder jemand rein, den wir jetzt noch gar nicht muss so auf der, genau. Auch irgendwann. Also du musst ja den Staffelstab auch irgendwann abgeben. Ist ja genau das. Kevin Trapp ist 35. Wir reden ja nicht darüber, dass wir eine Grundsatzentscheidung sportlich getroffen haben, sondern es ist ja auch eine Altersentscheidung. Genau. Zu sagen, wen setze ich jetzt rein? Und du gerade angerissen hast, diese ganze Diskussion Trapp gegen Santos. Man kann auch beide lieben. Ja, man kann Kevin Trapp lieben und emotional sein, wenn er geht, und gleichzeitig Carlos Santos alles Glück der Welt wünschen, weil das einer der spektakulärsten Torhüter in Europa werden könnte. Und das ist doch geil, dass man den muss sich doch da jetzt gar nicht entscheiden. Was soll denn diese ganze Scheiße da immer, dass man das sagt? Ganz ehrlich, ich habe Bock auf Santos, ich bin traurig wegen Trapp und ich will, dass die Eintracht erfolgreich ist, und Cetera ist auch ein gutes Backup. Also das kann alles parallel existieren. Eins am anderen. Also ja, das ist richtig, aber Santos ist natürlich auch, der ist halt jetzt in einem Alter, wo er diese Fehler noch macht und noch machen wird. Und das wird auch so kommen. Ja, und dann müssen die Leute, die Trapp-Fans sind, auch die Schnauze halten. Es ist aber auch klar, dass dieser Wandel, genau, aber es ist auch klar, dass dieser Wechsel, wenn er nicht dieses Jahr gekommen wäre, wäre nächstes Jahr gekommen. Weil die Zeichen der Zeit gehen auch immer weiter. Und irgendwann ist Kevin Trapp 36 und spätestens dann hätte er das nicht entscheiden müssen. Dass es jetzt so dann läuft, ist, glaube ich, für alle okay. Wir müssen aber in der Zeit des Aushaltens kommen. Es gab schon mal die Diskussion um Diandra May, da gab es auch schon eine Diskussion, wann ist da eine Ablösung möglich. Es ist dann im Endeffekt anders gekommen, haben wir ja dann gesehen. So, jetzt will ich aber ganz kurz über Cetera sprechen, ihr fügt's ein. Aber für alle nochmal zum Reinholen. Der Kerl, für diejenigen, die keinen SV Werder verfolgen, der kommt vom SV Werder Bremen. Der war in seiner Jugend bei Unterhaching, ist da groß geworden. Und ist also, wie gesagt, seit 2 Jahren wirklich Nummer 1 Torhüter, hat Pavlenka abgelöst. Und von dem, was ich so jetzt auch gesehen habe, ist es tatsächlich in einigen Stellen, könnte das sogar eine Weiterentwicklung auch zu Kevin Trapp sein. Und durchaus vom Abstoßpotenzial. Wir wissen, dass Abstöße und Abwürfe nicht das Beste von Kevin Trapp war. Nicht die Paradedisziplin. Ja. Es ist tatsächlich so, dass sehr, sehr viele, du sagst, Manchester City war unter anderem interessiert. Ne? Ja. Er hat sehr gute Quoten und die Bremer sind sehr zufrieden und sind sehr traurig, wenn er jetzt bald den Verein verlässt. Statement, Bruder. Ja. Die Eintracht kann einfach mal nebenbei, weil sie halt mal Need hat, den Stammtorhüter von den Bundesligisten wegholen. Es ist ja und sagen, hier, du setzt dich eventuell bei uns auf die Bank. Das Spannende. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Also natürlich ist es ein Statement. Eigentlich zieht sich das in die gleiche Linie wie ein Dorn-Transfer. Es zieht also jetzt einfach ein Stammkeeper. Genau. Und sagen, hey, ich weiß, Werder Bremen ist ganz geil, Green White Wonderwall, bla bla bla, rumgewichste, ist mir egal. Hast du Bock bei der Eintracht auf der Bank zu sitzen und als Kaderspieler mit dabei Champions League zu erreichen oder Herausforderer? Der sagt ja. Ja, aber Basti, du sprichst eine Frage an und da will ich genau rein. Weil, ehrlich gesagt, mit jemandem, der ein sehr gutes Passspiel hat, was bei Cetera der Fall ist, der die Defensive sehr gut organisieren kann, so, dann stelle ich dir schon die Frage. Dann stell mir die Frage, Marvin. Stell mir mal die Frage. Ist als klare Nummer 2, ich glaube nicht, weil da habe ich nämlich meine Bauchschmerzen. Die Bauchschmerzen, die ich bei diesem Transfer sehe, ist eigentlich, dass der sich gerade erst als Nummer 1 herangekämpft hat. Und ich bin unsicher, ob das dann die Nummer ist. Ich bin 30, eigentlich in der Blüte meines Torhüterzeitalters und gehe dann ganz klar als Nummer 2 rein. Ich glaube, das wird viel mehr ein Offline-Kampf und das sollte er auch annehmen. Das glaube ich nicht. Okay. Ich glaube, dass die Entscheidung für Santos eine ist, die jetzt durch diesen Cetera-Deal nicht wackelt. Und dass du einfach sagst, wir wollen, dass Santos die Nummer 1 ist. Wir wollen aber auch, weil es gewisse Variablen und gewisse Risiken gibt, auf Nummer sicher gehen, dass falls was sein sollte, kann auch mit der Verletzung noch was sein. Es kann irgendwie mit der Spielpraxis, es kann länger dauern, als man sich das jetzt vielleicht wünscht. Es war ja auch unklar die ganze Zeit. Also, dass ein Kreuzbandriss überhaupt so schnell verheilt, ist ja auch erstmal eine Neuigkeit. Das heißt, du musst es auch da reagieren und denken, ach so, okay, die Möglichkeit, dich wieder einzusetzen, besteht schon früher. Es gibt Gerüchte, dass er gegen Bremen schon spielen soll oder nach der Länderspielpause, also ziemlich zeitnah. Und ich glaube, dass die Eintracht sich für Santos als Nummer 1 entschieden hat. Und diese Spiele, die Santos gemacht hat, die guten, die erklären auch warum. Weil wenn das klappt mit Santos, dann hat die Eintracht einen der spektakulärsten Torhüter in Europa. Weil das ist alleine, physisch gesehen, ganz ehrlich, der hat wahrscheinlich die Spannweite wie ich mit Krücke. Wahrscheinlich ist das zu weit, so, wenn er sich jetzt neben mir steht. Der braucht gar keine Krücke wahrscheinlich, wenn er verletzt ist, weil er das mit seinem Arm machen kann. So, das heißt, es ist ein unfassbar spektakulärer Torwart. Es ist ein geiler Typ, es ist eine geile Story. Gleichzeitig willst du dieses Sicherheitsnetz etc. haben. Ich glaube aber, dass Cetera nicht mehr als ein Sicherheitsnetz ist. Und das macht dieses Statement, was ich vorhin gesagt habe, für mich noch größer.
dass du sagen kannst, den holen wir nicht als unsere neue Nummer 1, sondern wir holen euren geilen Stammtorhüter, den ihr alle feiert, den setzen wir bei uns auf die Bank. Das ist auch ein wirkliches Pam, Pam, Pam gegen Werder Bremen, die noch nicht vor allzu langer Zeit wirklich ein Verein waren, der mit uns mindestens auf Augenhöhe war. Ja. Wie argumentierst du das, wenn du sagst, du holst jetzt eine klare Nummer 2 und sagst, ja, ist es eine klare Nummer 2 für dich? Also kannst du etc. so sagen, okay, du kommst jetzt zur Eintracht, wir spielen ja Champions League, da kriegst du schon ein paar Spiele? Oder wie ziehst du ihn fernab des Geldes noch hierher? Ja, genau, diese Attraktivität, die der Verein jetzt mittlerweile einfach mit seiner Strahlkraft hat. Ich glaube, das ist auch für das Umfeld, für ein etc. ist es natürlich absolut attraktiv. Zu sagen, hey, ich könnte in den Konkurrenzkampf gehen. Ja, man weiß nicht, wie lange braucht jetzt, also Carlos Santos hätte er gestern theoretisch spielen können, aber die Eintracht schont ihn da einfach auch noch ein bisschen. Und wenn etc. dann sagt, hey, wenn ich jetzt hier meine paar Spiele bekomme, auch wenn es dann vielleicht am Ende nicht viele sind, aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind jetzt im DFB-Pokal, wir sind auf Champions League, wir sind in der Bundesliga unterwegs, wir sind wieder auf 3 Ebenen unterwegs. Da hat die Eintracht auch immer mal ihre Probleme gehabt. Und von daher kann es auch natürlich sein, dass dann, je nachdem wie der Trainingsverlauf in der Woche ist, dass dann Dino Topmöller sagt so, hey, komm, ich gebe ihm jetzt mal die Chance, dem etc. Den Aspekt würde ich gerne noch einwerfen, was auch ein Szenario für etc. ist, dass er vielleicht auch darauf spekuliert, dass Santos gar nicht so lange bleibt. Was ist, wenn Santos die spektakulärste Saison aller Zeiten spielt und geht nächsten Sommer für 60 Millionen zu Manchester United, dann ist er da. So, vielleicht ist das für ihn auch so ein kleines Rubbellos in die Zukunft. Und du weißt ja trotzdem auch noch nicht, wann Carlos Santos wirklich zurückkommt. Also weißt du das auch nicht? Das war welche Informationen? Nee, also es ist jetzt schon so, er hat ja gestern, gab es ja auch nochmal so ein internes Testspiel, kurz bevor das DFB-Pokalspiel war, da hat er mitgespielt. Okay, das heißt Wettkampf hat er schon. Er hat offenbar jetzt schon die erste Wettkampfpraxis auch gesammelt. Er hat jetzt auch Teile des Teamtrainings absolviert, also er steht auch wieder auf dem Platz, er macht auch fernab des Feldes Sprung- und Athletikübungen eigentlich problemlos. Aber trotzdem, das war vor 4 Monaten eine sehr, sehr schwere Verletzung. Und eine Knieverletzung, die schüttelt man, glaube ich, auch als junger Keeper nicht ganz so einfach ab. Also wann hat er wieder 100%iges Vertrauen in den Körper? Und ich finde, die Eintracht macht das jetzt sehr elegant. Sie holt sich einen Mann, den du problemlos sofort zwischen die Pfosten stellen kannst, ohne dass du jetzt da Bauchschmerzen haben musst, weil du weißt, was du bekommst. Aber du holst auch einen Mann, wenn der dann ins zweite Glied rutscht, wo nicht gleich das ganze Umfeld aufschreit und sagt, warum denn? Außer er hält jetzt 6 Mal oder 7 Spieler auf einmal dermaßen spektakulär im 1-Plus-Bereich, dass jeder sagt, dann haben wir eh wieder eine neue Situation. Ja, aber sagen wir jetzt mal, es dauert bei Santos noch bis nach der ersten Länderspielpause Mitte September. Dann wüsstest du jetzt einfach, du hast gegen Bremen und Hoffenheim einfach einen sehr stabilen Backup, der das macht. Du hast die Zeit erkauft damit auch ein bisschen, du hast die Ruhe erkauft und genau das, was auch Basti sagt, wenn ein Santos so eine Breakout-Saison haben sollte, dass er wirklich in einem Jahr gehen sollte, dann hast du erstmal wieder einen Torhüter, der das solide macht und dann kannst du in Ruhe vielleicht wieder einen neuen jungen Torhüter aufbauen. Genau, aber diese Zeit, finde ich, muss man Santos auch geben jetzt. Diesen Breakout zu haben, musst du einfach nach 4 Monaten, weil das ja auch, wir sind wieder auf der rationalen wirtschaftlichen Ebene, die Eintracht weiß einfach, was sie da einfach für einen Pfund im Tor hat und sagt einfach für sich, ey, wenn der mal 60 Millionen und der klopfen dann mal die Premier League klopft wieder an, den können wir uns jetzt nicht verheizen. Dann nehmen wir uns lieber die vielleicht 4 Wochen noch, ja, und dann lassen wir so lange etc. auch, geben wir ihm die Chance, ja, und wenn es dann wirklich so kommt, dass der nach einem halben Jahr, nach einem Jahr weg ist, dann hat etc., wie er schon sagt, dann hat er vielleicht... Alleine etc. gefunden zu haben, ist schon auch schon ein Monster-Move. Weil dieses Profil für diesen Torwart ist ja eigentlich unmöglich gewesen. Ich glaube, du hast bei X eierlegende Wollmilchsau genannt. Das ist ja aber genau das. Du brauchst jemanden, von dem du keine Bauchschmerzen hast. Ist der doch auf X? Was ist denn los mit euch? Du brauchst keine Bauchschmerzen haben, wenn er spielt. Ja. Gleichzeitig aber auch keine Diskussion haben, wenn er nicht spielt. Das ist eigentlich richtig schwer zu finden, weil entweder holst du den Ersatztorhüter, wo du denkst, der ist ja nicht umsonst Ersatztorhüter, oder du holst dir eine Nummer 1 und dann weißt du, wenn du ihn auf die Bank setzt, kriegst du Diskussionen. Ich habe hier das Gefühl, dass das für diesen Mittelweg, den man finden muss, für diesen Widerspruch, eigentlich die Ideallösung ist. Finanziell, sportlich gesehen, aber auch von der Personalie her zu sagen, okay, wie du es gesagt hast, wenn Santos dann wirklich die unangefochtene Nummer 1 ist, wirst du nicht jede Woche irgendwo Artikel haben, wo genau das in Frage gestellt wird. Das ist auch gar nicht so einfach gewesen für den Preis, finde ich gut. Das ist natürlich klar. Also ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt, dass du Zetterer geholt hast, der ja hier keine Lobby hat und bei dem es jetzt niemanden gibt, der sagt, aber der muss spielen. Das ist natürlich auf jeden Fall eine gute Nummer. Es wird auch kommuniziert worden sein mit ihm. Also ich glaube nicht, dass der überraschend in die Kabine kommt und sagt, da ist Carlos Santos. Es gibt auch ein
es gibt einen Plan. Ich meine, am Ende wird Krösche einen ganz klaren Plan mit ihm ausgelegt haben. Und wenn er dann hierher kommt, dann ist das genau der Grund. Trotzdem finde ich es ganz spannend, weil ihr über das Finanzielle gesprochen habt. Und es wurde ja immer gesagt, naja gut, Kevin Trapp, einer der Topverdiener, das Geld geht jetzt flöten. Jetzt bekommen wir irgendwie gefühlt 1 Million Ablöse, was ich ein bisschen mau finde. Aber wie rechnet sich das dann? Also wie wollt ihr mir jetzt weismachen, dass sich das jetzt trotzdem finanziell rechnet? Weil es wird schon auch so sein, dass Zetterer nicht für ein Butterbrot hierher kommt. Der wird ja auch ein bisschen Geld verdienen. Also klar, wird Gehalt frei, aber im Endeffekt, das, was frei wird, ballerst du ja an die Ablöse. Also ich glaube nicht, dass du unterm Strich sagen kannst. 5 Millionen, ehrlich gesagt, ist für einen zweiten Torhüter auch nicht unfassbar wenig. Ne? Also man ein bisschen nicht weiß. Aber es ist, glaube ich, der Price you pay aktuell. Also ich glaube, dass das ein Schnäppchen ist, ehrlich gesagt. Wir haben auch für 10 Millionen einen zweiten verkauft. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass das ein Schnäppchen ist. Ich glaube, dass finanziell langfristig gesehen wird dieser Main-Event-Spot im Kader frei. Kurzfristig nicht. Also ich glaube nicht, dass Zetterer jetzt einen Main-Event-Spot hat, was die Finanzen betrifft. Ich glaube, dass finanzielle Auswirkungen, die das haben kann, die wirst du nächste Saison vielleicht sehen. So, diese Saison nicht. Diese Saison ist diese Gap, die du jetzt mit Trapp irgendwie offen geworden ist, die ist jetzt durch die Ablöse schon wieder weg. Aber nächstes Jahr wirst du einen Main-Event-Spot frei haben, um zu sagen, okay, oder vielleicht jetzt schon, wenn du in Vorleistung gehst. Vielleicht ist dieser Kevin Trapp-Abgang derjenige, wo du sagst, okay, langfristig haben wir jetzt quasi einen dicken Vertrag irgendwie raus aus den Kalkulationen. Wir holen uns jetzt einen Bretter Sechser zum Beispiel. Der irgendwie, weil du hast ja so paar Slots hast du ja mit Robin Koch, Mario Götze, Elias Giri, Kevin Trapp, also du hattest ja so paar, die so ein bisschen drüber. Genau. Einer ist jetzt frei, vielleicht wird der besetzt, ich weiß es nicht. Das muss man mal ganz genau einordnen, weil Markus Krösche hat mal gesagt, bei einer Ablöse, die kannst du auch mal höher ansetzen, aber Gehaltsposten runterzuschrauben. Und sozusagen, um es mal ganz platt zu sagen, du halbierst jetzt mehr oder minder einen Gehaltsposten. Ich glaube, das mit der Ablöse fällt gar nicht so ins Gewicht, weil das streckt sich über 4 Jahre. Zahlst du jedes Jahr 1,25 Millionen Euro. Das ist eigentlich, also der Ablöseposten, der macht am Ende bei sowas gar nicht so viel aus. Es geht gar nicht so, glaube ich, um die Ablöse. Es geht vor allem um diesen Gehaltsposten. Und da, glaube ich, atmet der Finanzvorstand der Eintracht gerade mal schon ein bisschen auf, weil du, glaube ich, dann schon Spielraum bekommst, um vielleicht die, in meinen Augen, allerletzte Lücke, die dieser Kader noch aufbietet, zu schließen. Okay. Und denkst du, dass das noch passiert? Mein Gefühl sagt mir ja, weil ich finde, das war eine Erkenntnis gestern, eine ganz klare. JB hat es gut gemacht als Zocker, Larsson als Achter unumstritten, aber es gibt für mich ein großes Fragezeichen, wie fit ist jetzt Giri wirklich? Ja. Und wenn er fit wird, spielt er direkt wieder Afrika Cup. Ja. Nicht nur das, ich finde auch weiterhin, die Sechserposition braucht nochmal einen Spielertypen, der den Spielaufbau der Eintracht beschleunigt, verbessert, auf ein neues Niveau hebt. Und ich glaube einfach mit dem Sechser, ich glaube, der Name Endo ist schon oft gefallen. Jetzt gab es das Gerücht, ich kenne den Namen jetzt nicht, aus Monaco, auch ein 22-jähriger oder 21-jähriger Sechser, der auch Innenverteidiger spielen kann. Wenn du so einen Spielertypen bis zum Redline Day am 1.9. noch findest und holen kannst, ob mit Leihe und Kaufoption, ob nur mit Leihe, wie auch immer, dann glaube ich, hat dieser Kader wirklich enormes Potenzial, eine ähnlich starke Saison wie die vergangene hinzulegen und mal zumindest wieder diese 60 Punkte zu holen. Ja, kann ich nachvollziehen. Trotzdem gibt's ja bei mir gerade viele widerstreitende Gedanken. Auf der einen Seite, klar, ich verstehe das, kann das nachvollziehen. Trotzdem ist es aber so, wir haben jetzt mit Kevin Trapp jemanden abgegeben, der eine Identifikationsfigur war, der auch innerhalb der Mannschaft reingewirkt hat. Mir kommt es gerade so vor, als würden wir immer so im Tagesgeschäft viel mit Finanziellen arbeiten. Wir müssen die emotionale Seite der Eintracht auch sehen und da geht jetzt hier wieder jemand verloren. Das ist einfach so. Und ja, etc. Ich bin total überzeugt. Ich finde sowieso, dass es ein toller Torhüter ist. Ich wundere mich tatsächlich schon, bleibe ein bisschen dabei. Ich wundere mich, dass man so jemanden für die potenzielle Nummer 2 holt. Bin aber sehr gespannt, wie das wird. Ich bin vollkommen bei dir und das sage ich seit Jahren, dass wir einen guten defensiven Mittelfeldspieler brauchen, weil ich kein Skiri-Freund bin. Würde mich freuen, wenn das passiert. Aber trotzdem ist es so, dass die Erwartungshaltung, über die wir auch jetzt mal sprechen müssen, vielleicht nicht so hoch angesetzt werden kann, wie wir müssen gleich wieder 60 Punkte holen, weil es so viele Variablen jetzt auch kurz vor knapp wieder gibt. Vor einem Monat standen wir hier und haben gesagt, wir sind froh, es sieht alles so gut aus, sieht nicht danach aus, als würde es kurz vor knapp noch mal eng werden. Da waren wir auch selber schuld, Mann. Ja, wir waren sehr naiv zu denken, das ist ja mal ein ruhiger Sommer. Jetzt ist Stadion war, da legt man die Füße hoch und dann guckt man, scheiße. Aber genau das macht alles Variablen aus, die ein bisschen Unsicherheit bringen können.
Es ist so. Und es ist auch wie ein weiterer Faktor, der ein Fragezeichen in diese Erwartungshaltung schießt. Ja. Zu denken, okay, die Torwartsituation ist plötzlich auch eine Baustelle, mit der man vorher nicht gerechnet hat. Wir hatten ja die ganzen anderen Baustellen im Laufe der Folgen im Sommer besprochen und jetzt kommt noch eine dazu. Und was mir am meisten Bauchschmerzen macht, ist so ein bisschen die öffentliche Wahrnehmung der Eintracht. Erinnerst du dich, als wir vor ein paar Jahren mal im Vereinsheim von Maccabi gedreht haben, wo ich gesagt habe, lass die Eintracht in Ruhe. Ja. Und ehrlich gesagt kommt das bei mir wieder hoch gerade. So, dass ich einfach nur brüllen will, lass die Eintracht mal in Ruhe. Wenn ich einen SZ-Podcast höre, die über Bayern reden und als ersten Konkurrenten über die Eintracht sprechen, wenn Lothar Matthäus sagt, ja, der Eintracht wird Dritter, lass die Eintracht in Ruhe. Nicht, dass hier Leute stehen und enttäuscht sind, wenn die Eintracht nicht Dritter wird. Das Gehaltsgefüge der Eintracht ist immer noch um Platz 5. Und wenn du Fünfter wirst und die Champions League Vorrunde überstehst, dann ist das eine geile Saison. Aber so zu tun, als wäre es selbstverständlich, dass die Eintracht um die Champions League Plätze mitspielt, ist schwachsinnig. Und ich finde, Axel Hellmann hat das sehr, sehr gut und Gott sei Dank das mal eingeordnet und gesagt, wovon das abhängt, wenn die Eintracht unter die ersten 4 kommen kann. Und das ist nicht nur die Eintracht, sondern das sind auch die anderen. Da brauchst du in Dortmund, was mit sich struggelt, du brauchst in Leipzig, was Bullshit macht, du brauchst Leverkusen, was im Umbruch ist und so weiter. Das brauchst du. Und dann kannst du reingehen. Die Tür ist nicht für dich selber offen, sondern da ist nur Platz in dem Raum, wenn einer rausgeht. Und andere auch nicht performen, weil es gibt durchaus... Eben, da gibt es auch eine Überraschungsmannschaft, mit der du dich battlest. Also von daher was ich jetzt mittlerweile, so ein bisschen Piano machen, was diese Erwartungshaltung betrifft, dass die Eintracht safe unter den ersten 3 landet. Das ist in meinen Augen wirklich ein Wabonspiel. Das kann funktionieren, aber nur im Optimalfall. Und es muss auch gleichzeitig laufen, dass beispielsweise ein Kader, die Augsburger zusammengestellt haben, der gefällt mir tatsächlich sehr gut. Das will ich jetzt nicht sagen, dass sie da ganz oben rankommen, aber die können auch uns ärgern. Und da gibt es ein paar Mannschaften und zum anderen denke ich auch, dass es Mannschaften gibt, die underperformen, aber das muss alles erstmal zusammenpassen. Deswegen ist es immer gut, mal ein bisschen klaren Blick zu haben und nicht gleich over zu performen. Und du hast Entwicklung. Wenn du sagst, du setzt auf einen Spieler wie Usun, dann würde ich die Leute bitten, nicht zu vergessen, der ist 19 Jahre alt. So, und das kann trotzdem seine Du kannst ja nicht zu einem 19-Jährigen, der jetzt seine erste Bundesliga-Saison richtig spielt, sagen, ja gut, aber du wirst schon dich für die Champions League qualifizieren müssen. Und du, alter Sack Bahoya, du auch. Und Johnny Burkhardt und Doan haben auch noch nicht auf Champions League-Niveau gespielt. Das muss man auch dazu sagen. Das heißt, all das, was nötig ist, damit es wieder in eine geile Richtung geht, ist auch eine Entwicklung. Und du hast es vorhin bei Santos angesprochen, das gilt ja aber für Teile der Mannschaft immer noch. Da braucht man Geduld. So, du brauchst Geduld. Und ich habe ein bisschen Angst, dass diese Erwartungshaltung zu sagen, oh, hoffentlich werden wir wieder Dritter, dass die so ein bisschen diese Geduld verhindert. Deswegen war es mir wichtig, das einmal ausgesprochen zu haben, dass man da ein bisschen chillen sollte. Natürlich soll man träumen. Aber das darf nicht in so ein elementares Träumen gehen, dass du dann traurig bist, wenn die Eintracht dann Fünfter wird. So. Also ich würde es für einen großen Erfolg halten, wenn die Eintracht Fünfter wird und in der Champions League die Vorrunde übersteht. Basti, das kommt in den Duden. Ein elementares Träumen. Was stellst du dir unter elementaren Träumen vor? Ich muss die Definition noch finden. Aber ich meinte, wie der Basti schon sagt, so, wir müssen immer unsere Zeithorizonte sehen. Ne? Gehen wir auf 3 Monate, gehen wir auf ein Jahr, nehmen wir eine Dekade oder nehmen wir mal die letzten 5 Jahre. Ich meine, wir haben jetzt noch Knauf, als natürlich mit Timmy, als die letzten Europapokalhelden. Wir reden von 22. Wir sind in 25. Wir reden nur von 3 Jahren. Danke für die Einordnung. Also ich will nur damit sagen, und davor das Jahr davor, hat er, glaube ich, in der 3. Liga noch gespielt bei Dortmund. Also man muss das sich mal reinziehen. Ja. Und jetzt haben wir mit Knauf einen absoluten der ist ja jetzt von der Nummer 36, holt mich ab, auf die 7 gegangen, weil man ihm das als verdienten Spieler gegeben hat. Ja, zu sagen, du bekommst jetzt die 7. Nochmal, wir ordnen das zurück ein. Wir gehen dann 4 Jahre zurück oder 5 Jahre. Da hat er in der 3. Liga gespielt und ist jetzt schon ein verdienter Spieler bei uns, der uns dann auch mit Freiburg letzten Endes so ein bisschen auch hat die Champions League uns auch gesichert. Super Trick, den er da ausgepackt hat. Aber das finde ich, diese Einordnung, wie der Basti schon sagt. Also reden wir von 3 Monaten, 1 Monat, reden wir von einem Jahr oder von 5. Und dann kommen wir natürlich wieder auf die Entwicklung von Relegation, Niko Kovac bis hierhin. Ja. Das ist schon eine Hausnummer. Ja? Du scharst mit den Hufen. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde erstmal, das ist eher ein Ritterschlag, was gerade rund um die Eintracht passiert von der öffentlichen Wahrnehmung, dass ein SZ-Podcast auf einmal überhaupt den Namen Eintracht Frankfurt in den Mund nimmt, dass ein Lothar Matthäus die Eintracht so einordnet. Ich finde, nur dafür sind Experten auch einfach mal da, diese Außensicht reinzubringen. So wird die Eintracht halt nun mal von vielen Experten von außen gesehen. Dass wir in der Innensicht Sachen einfangen können, dass wir in der Innensicht Sachen erklären müssen, dass man diese Faktoren, junge Spieler, Weiterentwicklung, Dreifachbelastung, erstmals mit Champions League für die größten Teile der Mannschaft, das sind alles wichtige und richtige Faktoren. Mit denen haben aber auch andere Vereine trotzdem zu kämpfen, ja. Und es ist schon so, dieser Kader
der muss sich in meinen Augen jetzt nicht so sehr mehr von anderen Kadern verstecken. Und so hart bin ich auch. Ich glaube nicht, dass der BVB dieses Jahr automatisch in Frankfurt eine Favoritenrolle einnehmen wird. Das wird auch Niko Kovac kommunikativ sagen. Ja, Eintracht ist Dritter geworden, wir sind Vierter geworden. Also die Erwartungshaltung, die von außen jetzt reingebracht wird, ja, die gefällt nicht jedem. Das gefällt auch der Eintracht selbst nicht, wenn sie ganz an den Medien ist. Aber das ist nun mal auch der Fluch der guten Taten, das hat sie sich auch erarbeitet. Und damit muss sie umgehen. Was ich damit nur sagen will, ich finde, dieser Kader hat die Möglichkeit, einfach wieder 60 Punkte zu bekommen. Und das ist für mich immer eine Grundlage. Wenn alles gut läuft. Im Optimalfall, wenn alles gut läuft. Und das ist immer das Wichtigste. Du musst deine Hausaufgaben machen. Ob die 60 Punkte am Ende wieder Platz 3 bedeuten, vielleicht Platz 2 oder am Ende Platz 5. Das kann ich heute noch gar nicht sagen. Ich werde hier keine Tabellenplatzierung, die Eintracht erreichen muss, ausgeben. Das machen wir erst am Donnerstag. Am Donnerstag bei der Live-Sendung. Die wird auch nicht ausgestrahlt. Ja, da sind wir in ganz kuscheliger Runde bei roundabout 500 Leuten. Und dann legen wir uns fest. Nein, aber Tickets auch noch weg. Ja. Also es gibt irgendwie noch Karten, Leute. Schnell sein. Aber abschließend, was schon wieder das Grundziel der Eintracht sein muss, ist einfach das internationale Geschäft. Und das kann sogar, auch das sagt man intern, wäre das sogar auch die Conference League, die sie damit einbeziehen. Also das alles darunter wäre eine Enttäuschung. Und ich glaube, das kann der Kader, Erwartungsmanagement hin oder her, das kann dieser Kader, das sagst du auch richtig. Und auch nicht zu tief starten. Du brauchst auch nicht so tun, als wenn du kein Geld ausgeben würdest. Ja. Kannst nicht sagen, wenn wir einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Ja. Das muss man nicht. Also es gibt ja noch viele, viele Ebenen dazwischen. Und wenn du Borussia Dortmund ansprichst, trotzdem, glaube ich, wenn Niko Kovac das machen würde und sagen würde, ich spiele den Favoritenball zur Eintracht zurück, dann macht er das auch aus dem Selbstschutz. Na klar, so. Ganz ehrlich. Weil wenn Borussia das hat man sich erarbeitet. Wenn Borussia Dortmund uns ihre Bücher hinlegt, was die an Gehältern rausblasen, dann müssen die vor der Eintracht landen und müssen sich ärgern, wenn sie das nicht tun. Wenn die Eintracht vor Dortmund landet, dann hat die Eintracht sich zu freuen und nicht erleichtert zu sein. Das ist so ein bisschen den Spin, den du fahren kannst, zu sagen, wenn die Eintracht vor Dortmund landet, dann kann sie sich freuen und stolz auf sich sein, weil sie das mit geringeren Mitteln geschafft hat. Wenn Dortmund das nicht schafft, dann sollten sie sich ärgern. Also so ein bisschen werde ich diesen Favoriten-Tennisball von Niko Kovac, den werde ich dir aber mit Topslice wieder zurückballern. Ja, da kommt der Boris Becker in dir durch, auf jeden Fall. Den werde ich nicht machen, dann verletze ich mich nochmal. Niko Kovac, lass mich in Ruhe, bitte. Aber ihr habt natürlich recht, auch das Tiefstapeln, das kann natürlich auch ein Problem sein. Im Endeffekt müssen wir klar sein. Einfach Bock haben. Natürlich. Und ich freue mich natürlich erstmal, wenn die Marvin-Regel eingehalten wird. Also erstmal relax 40 Punkte holen. Erstmal die Marvin-Regel. Die steht auch in so gelehrten Büchern. Ja, das ist die Marvin-Regel von 2020. Ja, wenn wir erstmal die 40 Punkte klar haben. Ja. Guck mal, hier bebt schon alles. Kovac kommt, Alter. Wir sind doch Freunde, Alter. Aber dann geht's auf jeden Fall weiter. Und ich glaube, wir können in eine gute Saison blicken. Wo genau? Und du hast eben Conference League angesprochen. Wir dürfen nicht vernachlässigen, Europa League könnte vielleicht auch ganz interessant sein, denn da gibt's ja dann auch dann bald ein Jahr danach auch ein Finale, was wohl in Frankfurt stattfindet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Vielleicht sagt man dann, auch Champions League ist auch ganz nett. Das haben wir jetzt letztes Jahr gehabt, also beziehungsweise Blick nach vorne. Aber Europa League zu Hause im eigenen Stadion vielleicht ins Finale zu kommen, könnte auch ganz gut sein. Die Bayern sagen doch immer Finale daheim. Wie nennen wir das dann im Hessischen? Nein, einfach zu Hause. Wie nennen wir das? Ja, so ein Finale. Wir benennen das eben nicht. Nee, gut. Genau. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr es benennen wollt. Soll ich euch noch mal ein bisschen heiß machen? Ja. Ich war bei diesem Fußballspiel, wo ich mich verletzt habe, war Matze Thoma auch da vom Museum. Liebe Grüße. Ja. Was der mir gesagt hat? Ja. Zum ersten Mal seit der Rostock-Saison, seit dieser unsäglichen Alfons-Berg-Saison, findet das Saisonfinale an einem, was ist das, 16.05. 16.05. statt. Das ist zum ersten Mal. Ja. Das heißt, die Eintracht könnte natürlich, wenn sie Bock hat, auch Meister werden und diese Schleife auch noch schließen. Jetzt fängst du an. Erwartungsbremser. Liebe Leute, wir sehen uns am Donnerstag wahrscheinlich live. Und wer ist auch dabei? Ja, wir sind auch dabei. Assis mit Herz, auch am Start, zusammen mit Fußball 2000. Vielen Dank auf jeden Fall, dass wir dabei sein dürfen. Also, mittlerweile Vorbands. Klangliche Qualität wird auf jeden Fall am Start sein. Wir freuen uns. Macht's gut. Wir freuen uns. Ciao. Danke. So, liebe Leute, Fußball 2000, die neue Folge ist auf jeden Fall da und wir haben wieder angefangen, Spiele zu kommentieren und zwar auch gegen den FV Engers. So heißt der Verein, gegen den wir 5:0 gewonnen haben. Hier haben wir für euch kommentiert die Highlights. Es gab einige. 5:0, schönes Spiel, schöne Sonne und gute Spieler. Also insofern schaut rein und freut euch auf die Kommentierung.